Sonic Advance kennen die meisten sicher von euch. Diese Reihe mit seinen 3 Ablegern für den Game Boy Advance ist für die damaligen Verhältnisse sehr gut gewesen und auch schon damals haben sich einige Fangames an diesen Spielen orientiert. Und um ein sehr altes, aber durchaus bekanntes Fangame soll es heute gehen. Die Rede ist von Neo Sonic Universe und die ersten werden mit Sicherheit jetzt schon eine Nostalgie-Flashback haben. Entwickelt wurde das Spiel von dem Brasilianer Alexandre Martins und vielleicht habt ihr schon mal von ihm im Zusammenhang mit anderen Sonic Fangame-Projekten schon mal gehört. Denn er arbeitet derzeit an dem Projekt Open Search, welches zum einen das Fangame an sich und die Game Engine für andere Fangames umfasst. Außerdem hat er an dem Vorgängerprojekt Open Sonic aktiv mitgewirkt. Man kann durchaus sagen, dass er in diesem Bereich sehr viel Erfahrung hat und ich habe mega Respekt davor, was er bereits alles geschaffen hat. Denn auch wenn ihr es glaubt oder nicht, Neo Sonic Universe war zu seiner Zeit den anderen Fangames weit voraus gewesen. Denn das Spiel wurde zwar wie so manche auch mit Multimedia Fusion entwickelt, allerdings hat er eine eigene Engine benutzt, anstatt wie die meisten Fangames auf das Standard-Template zu setzen, denn dort gab es auch große Probleme, wie dass der Spieler in der Wand verstecken konnte. Wobei seine Engine auch nicht ganz fehlerfrei ist, aber dazu später mehr. Beginnen wir aber erstmal mit der Story des Spiels. Es fängt alles damit an, dass Sonic von jemandem von einem Pfad runtergeschossen wird, der wie Shadow aussieht, aber irgendwie nicht Shadow ist. I found you, Faker. Ja, hier passt das Satz deutlich besser. Jedenfalls nach dem Absturz in einem See, genau weiß man das nicht, hört Sonic die Stimme von Tikal und wir erfahren, dass unser Gegner in dem Spiel, und das ist jetzt wirklich kein Scherz oder so, Evil Tempest heißt. Ich habe schon kreativere Namen gehört, aber Evil Tempest? Zu Deutsch böses Unheil? Komm schon, der hätte ein durchaus besserer Name gepasst. Aber gut. Jedenfalls hat das böse Unheil das Aussehen von Shadow angenommen und dazu noch Sonics Freunde entführt, die Sonic nun alle retten muss. Am Ende bringt das böse Unheil, mein Gott, klingt das weird, Tikal obwohl sie ein Geist ist, weil sie ja schon vor langer Zeit gestorben ist. Und Sonic scheint das so sehr zu triggern, dass er einfach mal ganz spontan zu Super Sonic wird und das böse Unheil am Ende auslöscht. Und am Ende finden wir beim Master mit Tikal wieder, was überhaupt nicht seltsam ist, da sie ja ein Geist ist. Aber die wichtige Frage ist doch, wo ist Chaos? Gut, nennt sich Videospiellogik. An für sich ist die Story für die damalige Zeit nicht schlecht gewesen, weil man insbesondere auf das Prinzip aus den Sonic-Teilen gesetzt hat, wo man mit einem Charakter das Spiel durchspielen muss. Aber der Name des Endgegners ist offen gesagt echt einfallslos gewesen. Das Gameplay ist wie bei den Sonic Advance Teilen in 2D. You don't say. Allerdings gibt es bei diesem Game keine 360° Engine, was jetzt aber nicht nötig ist. Allerdings könnt ihr auch hier nicht einfach so zum Ziel laufen, sondern müsst dafür alle nötigen Türen öffnen und Röhren durchqueren, um zum Ziel zu gelangen. Dabei gibt es ab der zweiten Zone Neo Amy City verschiedene Wege, die man gehen muss, um an die einzelnen Schalter zu kommen. Dazu muss ich mal einen witzigen Funfact erwähnen. In der vierten Zone Rock Mountain gibt es 2 Schalter, die für die gleiche Tür gedacht sind. Der Grund wird hier wohl gewesen sein, dass der eine Schalter nur mit könnte erreichen ist. Wobei ich die Stelle nicht als schwer einstufen würde. Da gibt es durchaus schlimmere Stellen, wie beispielsweise der eine Abschnitt in der Botanic Zone. Die Idee dahinter mit den Türen und Schaltern finde ich sehr genial, weil es insbesondere dazu motiviert, sich die Level genauer anzuschauen und auch die anderen Wege zu erkunden. Manche Tore verschwinden nur dann, wenn man entweder als Amy oder Shadow spielt. Aber dazu gleich mehr. Und am Ende erwartet euch der Boss des Levels, sprich jede Zone hat nur ein Act. Die Ausnahme bildet hierbei die Dark Sky Zone, weil es da keinen Boss gibt. Generell muss man das Spiel am Ende mit allen Charakteren durchspielen. Dazu zählen neben Sonic Tails, Knuckles, Amy und auch Shadow. Und jeder hat dabei seine Vor- und Nachteile. Weshalb bei Amy und Shadow die speziellen Tore offen sind, da die beiden keine Möglichkeit haben, zu klettern oder zu fliegen. Allerdings hätte ich mir das bei Knuckles in der vierten Zone auch gewünscht, weil man nach dem zweiten Schalter nicht mehr hochkommt und somit nur die Möglichkeit hat zu sterben. Doch Shadow kann im Gegensatz zu Amy einen Chaosangriff ausführen. Keine Ahnung, was das für ein Move ist. Nach einem Chaos Spear sieht das ja nicht aus. Und damit werden alle Gegner horizontal zu seiner Position gekillt. Was die anderen können, ist ja schon fast klar. Tails kann fliegen und Knuckles kann gleiten sowie Wände hochklettern. Doch, was kann Sonic? Nun, er kann in dem Spiel Walljumps. Warum kann gerade Shadow das nicht? Verstehe einer, wer will. Die Bosse in dem Spiel sind größere Versionen ganz normaler Gegner und damit meine ich sehr groß. Gut, es gibt auch Ausnahmen wie die Metallbälle in Zone 2 oder auch Metal Sonic in Zone 5. Aber eine Sache haben sie gemeinsam. Ihr könnt so viele Ringe haben, wie ihr wollt. Wenn ihr aber bei einem der Bosse Schaden nehmt, dann dürft ihr den kompletten Kampf von vorne anfangen. Kein Scheiß, aber die Kämpfe sind auf jeden Fall machbar. Man muss nur geduldig sein, da man ja hier auch kein Zeitlimit hat. Was man besonders loben muss, ist dabei die Abwechslung bei den Bosskämpfen, insbesondere wie man den Boss besiegen muss. Beispielsweise muss man in Zone 3 den Crabmeat erstmal einfrieren, um ihn zu treffen, da einen ansonsten die Feuerbälle erwischen. Oder auch in Zone 4 muss man dafür sorgen, dass die Geschosse die Metallplatte berühren, damit diese reflektiert werden. Aber es sind nicht die Bosse, die für euch das größte Problem in dem Spiel sein werden. Und auch nicht die normalen Gegner, nicht die Stacheln und auch nicht die Abgründe. Nein, die größte Gefahr geht von den Wänden aus. Meinst du das ernst?
Leute, ich meine das legit ernst. Wenn ihr Pech habt, dann hängt ihr an der Wand fest und könnt euch von dieser nicht mehr entfernen. Und mit Ausnahme von Sonic habt ihr bei den anderen Charakteren gar keine Chance, euch davon zu befreien. Außer ihr startet das Spiel komplett neu. Und das wurde in Version 1.1 auch nicht gefixt, nur mal so am Rande. Doch bevor wir zum nächsten Punkt kommen, muss ich auf jeden Fall noch etwas zu Zone 2 bis 4 sagen. Bei Zone 2 und 3 gibt es einen Secret Room, wo man ein Bild finden kann mit der Beschreibung, dass es ein Bild der Wahrheit ist. Leider weiß ich nicht, was der Sinn der Bilder ist, aber vielleicht kann Alexandra Martins in den Kommentaren was dazu schreiben, sofern er sich dieses Video hier auch anschaut. Und in Zone 4 gibt es auch eine Werbetafel für seine damalige Webseite Gaming Brazil, aber die ist seit Ewigkeiten nicht mehr online, also spart euch die Arbeit danach zu googeln. In dem Spiel kann man by the way auch die Chaos Emeralds holen und um erstmal dahin zu gelangen, muss man in den Sony 3 TK Emblems einsammeln und das Level abschließen. In der Special Stage muss man dann mit einem Snowboard einen Rundkurs absolvieren und dabei die nötigen Ringe einsammeln. Pro Runde kann man so ca. 45 bis 55 Ringe einsammeln und für jeden Emerald erhöht sich die Menge an Ringe um jeweils 50. An für sich ist es einfach, aber wenn man nur einmal unachtsam wird, dann ist der Fail sehr schnell vorprogrammiert. Das ist zumindest meine Erfahrung gewesen. Das Spiel hat aber noch mehr zu bieten, in Form eines Battle Modes, wo man mit einem Charakter seiner Wahl gegen andere kämpfen kann. Das Besondere hierbei ist, dass alle neben den normalen Moves des Spiels über zusätzliche Moves, die auch eine gewisse Menge an MP verbrauchen, verfügen. Das ist by the way der grüne Balken unter der Lebensanzeige. Generell zählen Shadow als auch Amy zu den stärksten. Und wer sich jetzt fragt, warum Amy so stark ist, sie besitzt einen Distanzangriff, der einen, wenn man diesen berührt, direkt killt. Und da Amy dies nur im Lauf einsetzen kann, muss man bei ihr sehr defensiv spielen. Also solange die MP-Leiste bei ihr mindestens zur Hälfte gefüllt ist. Shadow hingegen hat einen besonderen Angriff, der zwar den Nachteil hat, dass man sich nicht bewegen kann, aber dafür werden random Chaoskugeln durch die gesamte Map geschleudert und je mehr MP man zum Zeitpunkt der Aktivierung hat, desto länger hält das an. Klingt unfair? Ist es auch. Über Cheats kann man bei den 3 Maps zusätzliche Animationen aktivieren, die aber keine Auswirkungen auf die Kämpfe haben. Und der Soundtrack bei den Kämpfen ist mehr als nice, weil die Tracks einfach sehr gut zu den Maps passen. Besonders der bei der Metropolis Map, den feiere ich mega hart. Kleiner Funfact noch an der Stelle, die Nachtmap hatte damals das Potenzial gehabt, die FPS deutlich in den Keller gehen zu lassen. Ich dachte damals immer, dass es an den Charakteren lag, aber es lag wirklich an der Map, weil bei den anderen gab es nie Probleme. Es ist wirklich kurios gewesen. Die Musik stammt, wie man es sich denken kann, aus anderen Sonic-Spielen, aber auch zum Teil aus komplett anderen Games. Und man muss dazu sagen, dass zu jeder Zone ein sehr passender Track gewählt wurde, was man hier mal wirklich loben muss. Das gilt aber auch für die anderen Tracks, wie beispielsweise die für den Battle Mode. Aber damit ihr mal einen kleinen Überblick habt, wo so mancher Track herkommt, blende ich für euch mal eine kleine Auflistung ein. Und wie kann man das Ganze zusammenfassen? An für sich ist das Spiel für die damaligen Verhältnisse richtig gut und macht mir auch jetzt noch viel Spaß, es zu spielen. Klar, der Bandbug ist mehr als frustrierend und glaubt mir, bin schon sehr oft deswegen ausgerastet. Aber es gibt durchaus schlimmere Probleme als das und ich denke, wenn man bedenkt, dass Alexandra ein eigenes Template verwendet hat und das auch noch zu der damaligen Zeit, kann man eigentlich auch darüber hinwegsehen. An der Stelle nochmal ein fettes Dankeschön an Alexandra für das tolle Fangame und ich denke, das spreche ich auch für viele andere Fans. Aber was sagt ihr zu diesem Game? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, denn ich bin schon sehr gespannt, wie ihr über das Fangame denkt. Falls ihr euch selbst mal ein Bild davon machen wollt, für die habe ich einen Link zum Download des Spiels in die Videobeschreibung gepackt. Und damit endet auch dieses Video. Wir sehen und hören uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao!